Hello, everybody. Hello, alle miteinander. I'm Claudia, and I'm Claudia Dixon, and I'm a native German tutor and language specialist. And today I'm going to be talking about the German sentence structure. Ich bin Claudia und ich komme aus Düsseldorf oder Köln in der Gegend. Und heute wollte ich mit euch über die deutsche Satzstruktur sprechen. Today I'm going to be speaking about the simple sentence structure, which is really great for levels A1 and anybody else who is putting their verbs in the wrong place in normal sentences. So, heute spreche ich über die einfache Satzstruktur, wahrscheinlich für Stufe A1 und alle anderen, die die Verben an die falsche Stelle setzen. So, this actual training comes in 6 modules. So today I start with a simple sentence structure. Now, for that, I'm going to share my screen with you. I've prepared some slides, and we'll go through these if this is going to work. So, German sentence structure. Die deutsche Satzstruktur. So I'm going to skip these. So, module number 1 is a simple sentence structure, ist die ganz einfache Satzstruktur. So what you're going to be learning in this module are the components of a simple sentence. Das sind die Komponenten eines einfachen Satzes. You will learn the position of these components, also die Position dieser Satzteile. How to add an extra factor, such as a time expression. Wie man einen extra Faktoren, wie zum Beispiel einen Zeitausdruck, in den Satz stellt. And how this can affect the sentence structure. Und wie dieser extra Teil die Satzstruktur verändern kann. And at the end of the module, you're going to get a couple of sentences to practice. And it would be great if you can send them in to me. Und am Ende dieses Moduls werdet ihr ein paar Sätze, ein paar Übungssätze bekommen, die ihr hoffentlich in die Kommentare schreibt. Das wäre wirklich fantastisch. Also, die einfache Satzstruktur. Jeder normale Satz im Deutschen besteht normalerweise aus einem Subjekt, einem Verb und einem Objekt. So, every sentence usually consists of at least these 3 components: a subject, a verb, and an object. The subject is usually the main part, or is the main part of the sentence, for example, a person, and the subject also determines the ending of the verb. Ja, das Subjekt ist der Hauptteil oder die Hauptperson im Satz und bestimmt die Endung des Verbs. The verb itself in a sentence always is in second position. So please keep that in mind. It's in second position in a sentence. It is the doing part. Also in einem Satz steht das Verb an zweiter Stelle. Remember that the first position can obviously also have a few words, like an dem, in the morning has got 3 words as well, oder am Morgen. So, but I'm giving you some example with it. But remember, it stays in second place, also bleibt an zweiter Stelle. And then comes the object. The object or the objects. Because they obviously, you can have 1, 2, 3, 4, 5, however long your sentence is, you will add objects. Objects add a variety to your sentences, make them a bit more interesting. Ja, also die Objekte, es gibt verschiedene Objekte, man kann so viele haben, wie man möchte, sozusagen. Also, let me have a look at an example in the sentence. Also, lasst uns mal ein Beispiel ansehen. Ein ganz einfaches Beispiel, an extremely simple example. Ich gehe in die Stadt. So, das Subjekt ich, das Verb gehe und das Objekt in die Stadt. So, as you can see, the verb stands in second place. Wie ihr seht, steht das Verb an zweiter Stelle. And the ending of the verb gehe has to do is there because of the ich. Ich gehe. So, ich gehe in die Stadt. Now let me give you a couple of other sentences. Also ich habe ein paar weitere Sätze vorbereitet. Und hier haben wir zum Beispiel, Herr Müller kauft eine Zeitung. Die Lehrerin arbeitet in der Schule. Wir lernen Deutsch. As you can see, very simple sentence, subject in first place, verb in second place, and the object at the end of the sentence.
Yeah, so we have kauft, arbeitet, lernen in second place. Now, let's introduce the time factor. Hier werden wir die Zeit, einen Zeitausdruck einschieben. Also, time. The time expression is usually after, positioned after the verb, or you can add it to the beginning. You can put it at the beginning of the sentence. Yeah, same as in English, you can vary your sentence. I can say, I will go today somewhere, or I said, today I will go. In English, it sounds actually almost better at the beginning, doesn't it? Where in German, it works perfectly fine either way. So we're using heute, today, as a time expression here. So let's think about to put it first of all after the verb. So hier steht der Zeitausdruck hinter dem Verb. Also unser einfacher Satz, our very simple sentence. Ich gehe heute in die Stadt. Yeah, so subject first, verb second place, then the time and then the object. So ich gehe heute in die Stadt. Now the other sentences, yeah, we've just got different time expressions. So we got heute, am Montag oder jetzt. So the sentences would be, Herr Müller kauft heute eine Zeitung. Die Lehrerin arbeitet am Montag in der Schule. Wir lernen jetzt Deutsch. Yeah. So now what we can do, we can move the time to the beginning of the sentence. Entschuldigung. So have a look what happens there. So we have the time at the beginning of the sentence. So hier steht heute, der Zeitausdruck am Anfang des Satzes. Now I'm asking you, what comes next? Is it the person? Is it the verb? Is it the object? Ist es die Person, das Verb oder das Objekt? So what did we say is always in second place? This is the verb. The verb is in second place. So I need to say heute gehe. And then come the other parts. Heute gehe ich in die Stadt. Very, very important. You put the time to the beginning of the sentence. The verb does not move. Das Verb verändert die Position nicht. Es bleibt an seiner Stelle. So heute gehe ich in die Stadt. Obviously, you've got the heute first, the verb second, and then you've got to have the person or the subject follow. So heute gehe ich in die Stadt. Now let's do the same with the other sentences. So we have heute, am Montag, and jetzt. So that is your time expression at the beginning of the sentence. And what follows next? I'm sure you're all shouting out the verb. Das Verb kommt an nächster Stelle. Also, und das stimmt, das Verb kommt an nächster Stelle. Also haben wir heute kauft, am Montag arbeitet, jetzt lernen. Und natürlich kommt das Subjekt als nächstes. The subject needs to come next. And then come the other expressions, the object. So we have, heute kauft Herr Müller eine Zeitung. Am Montag arbeitet die Lehrerin in der Schule. Jetzt lernen wir Deutsch. Yeah, notice that the verb, I can't stress this enough, the verb is in second place. So that is the main part really to the simple sentence structure. To get it right, make sure your verb is in second place. So in a sentence, it is in second place, it is the doing part, and the ending of the verb is determined by the subject. In English, you can just hear it with he, she, it, when it is like he, she, it goes, or he goes. And in German, it would be geht. Yeah, in German, there are a few more different endings of the verbs, but it works this way. So one of the main things here, verb in second place. Now, Entschuldigung, I've got a couple of sentences prepared for you. So here we've got two sentences and with only a couple of parts, very simple sentences, but it's great to start simple to make sure you have the verb in the right place.
So you've got the first sentence with am Morgen die Freunde ins Kino fahren. And you got geht zur Arbeit heute. Now, what I would like you to do is to write down these sentences. And as you can see, with both sentences, you can have either you can start the sentence with a subject or with the time expression. I would like you to write down both. So mit beiden Sätzen, mit beiden Sätzen kann man einmal mit dem Subjekt beginnen oder man fängt den Satz mit dem Zeitausdruck an. Also es wäre fantastisch, wenn ihr beide Sätze einmal schreiben könntet. Und dafür stoppe ich genau das Video, oder? Wenn ihr das Video zu Hause seht, könnt ihr es hier stoppen. So if you're watching the video obviously at home, and please just stop the video and hear the questions again. So just stop it and do those questions. Also stoppt das Video und schreibt doch diese Sätze ins Kommentar. Ich würde mich wirklich freuen. If you write the sentences in the commentary box, I would really, really like it. Of course, I have given you the answers. Ich habe euch natürlich auch die Antworten gegeben. Und die Antworten sind wie folgende. Also man kann, wie gesagt, einmal mit dem Subjekt anfangen. You can start with a subject and the sentence would be, die Freunde fahren am Morgen ins Kino. Or if you start with a time expression, wenn mit dem Zeitausdruck anfängt, am Morgen fahren die Freunde ins Kino. And the second sentence, geht heute zur Arbeit. That's starting with a subject and starting with a time expression. Heute geht zur Arbeit. Ja, also einmal mit dem Subjekt am Anfang und einmal mit dem Zeitausdruck. So, ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen. Und ich würde mich wirklich total freuen, wenn ihr die Sätze, wie gesagt, ins Kommentar schreibt. I hope you really enjoyed this video and I would love it if you would write the comments, the sentences into the comment box below. Obviously now you had the answer there as well, but I hope you've written them down because it's a really, really great practice for you to do that. And if you wanted to write a few other sentences in the comment box, by all means, please do. Und wenn ihr weitere Sätze ins Kommentar schreiben möchtet, macht es doch bitte, es wäre einfach toll. Ja, und damit ist das erste Modul beendet, also der erste Teil beendet. Und der zweite Teil wird über Fragen sein, wie man eine Frage auf Deutsch schreibt. How to write a question in German. And I'm going to be talking about the different ways to ask a question. Ich werde über die verschiedenen Wege sprechen, wie man eine Frage stellt. Also, thank you very much for watching. I'm Claudia Dixon. Please subscribe to my channel. Send me a love, a heart, a comment. I'd love it. Also, bis dann. Tschüss.